Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute soll es mal um die Wintersaison gehen, um die Vermietung im Winter. Macht das Sinn? Rechnet sich das? Oder macht es vielleicht doch lieber nur Sinn, im Sommer zu vermieten und den Winter beiseite zu lassen? Wir schauen uns die Zahlen näher an, wir schauen uns die Vor- und Nachteile näher an. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Jetzt schauen wir uns das mal näher an. Macht das denn im Winter Sinn? Ich selbst habe mich natürlich damit beschäftigt. Aufgrund dessen zeige ich euch natürlich auch, was ich mir da so überlegt habe. Ist natürlich meine Meinung. Ich kann euch einfach nur mal meine Meinung sagen dazu und ihr könnt dann selbst entscheiden, was für euch Sinn macht und ob ihr das vielleicht auch selber ein bisschen anders seht. Grundsätzlich zur Info nochmal, das sind jetzt alles Werte und Zahlen und so weiter von Paul Camper. Ne? Darauf bezieht sich das. Ne? Wenn ihr bei Paul Camper vermietet, beziehungsweise vielleicht bei einer anderen Plattform sind die Zahlen natürlich vielleicht anders. Ne? Okay, grundsätzlich erstmal der Vorteil. Ein Vorteil, wenn ihr im Winter vermietet, ist Mehreinnahmen. Ihr erzeugt natürlich im Winter Einnahmen, die ihr ansonsten nicht hättet, wenn ihr im Winter das Mobil nicht vermietet. Ne? Also das ist der Vorteil, ihr habt Mehreinnahmen. Und jetzt kommt schon ein wichtiger Punkt, das ist der einzige Vorteil, der mir eingefallen ist. Ja? Das ist schon gravierend. Ne? Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen und das sind einige mehr. Also ihr habt eine viel stärkere Verschmutzung wie im Sommer. Weil natürlich, erstens ist es mehr feucht und dementsprechend wird auch mehr Dreck reingetragen. Das Mobil an sich, es ist natürlich nasseres Wetter und ganz wichtig, auch Salz ist unterwegs. Wenn im Sommer natürlich nur gefahren wird, ist das Salzthema in den meisten Fällen nicht vorhanden, sei denn man fährt natürlich in Österreich rum und fährt irgendwo sonst wo rum, vielleicht wo Schnee ist, aber im Normalfall ist das Salzthema mehr im Winter, ja? Oder nur im Winter. Also das ist natürlich auch grundsätzlich eine Belastung für Unterboden und so weiter. Außerdem das Beschädigungsrisiko, dass euer Mobil auf Reisen bei der Anmietung beschädigt wird, ist viel, viel höher. Warum? Glätte, ganz klar. Viel schneller kann natürlich jemand irgendwo wegrutschen, abrutschen oder von der Straße rutschen. Es kann auch jemand in eine Schneewehe reinrutschen, wo vielleicht ein Plastikteil schon kaputt geht. Das geht natürlich alles viel schneller. Auch zu bedenken sind die Belastungen von solchen Sachen wie Festfahren und dann sich frei wühlen, vielleicht eine halbe Stunde lang. Getriebe, wenn es dann die ganze Zeit leiert und so weiter. Der Motor wird heiß, alles. Ne? Das ist eine Belastung, davon kriegt er ja gar nichts mit. Aber vielleicht hat derjenige sich ja mal eine Stunde lang festgefahren und über den Platz gewühlt. Das sind Sachen, die kommen natürlich im Winter vor, weil wir sind ja auch fernab von den Straßen unterwegs. Wir fahren auf irgendwelche Stellplätze drauf, die vielleicht gar nicht richtig geräumt sind und stellen dann fest, oh, so richtig kommen wir nicht weiter hier, wir müssen mal ein bisschen rumwühlen. Das kann natürlich passieren. Außerdem potenzielle Frostschäden. Ich komme gleich nochmal auf das Thema Frost, aber es kann natürlich, im Gegensatz zum Sommer, kann es natürlich passieren, dass euch, wenn der Mieter das nicht richtig macht, Frostschäden passieren. Innen eine Sache, kann passieren, ja, hat das mit dem Heizen zu tun, aber ganz klar auch der Abwassertank. Ist die Frage, ist der isoliert, ist der beheizt, ist nur der isoliert und beheizt und vielleicht dieses Rohr, was dann wegläuft, wo euer Abwasser, euer Grauwasser sozusagen, Richtung Seite läuft, ist das dann auch beheizt oder friert das dann da vielleicht drin zu oder wie auch immer. Also das sind so Themen, da kann ein Schaden passieren, da kann was passieren. Wenn man das selber macht, ist es nochmal was anderes, aber wenn das Mieter sind, die muss man natürlich instruieren darüber, aber ob die das immer alle so umsetzen, weil sie vielleicht noch unerfahren sind oder wie, da kann um einiges mehr passieren wie im Sommer. Außerdem der viel höhere Aufwand bei der Vor- und Nachbereitung des Mobils ist zu bedenken. Ihr habt natürlich, im Winter müsst ihr euer Mobil winterfest machen. Wenn ihr das wegstellt, klar, macht ihr die Flüssigkeiten raus, gibt es auch ein Video zu. Ihr macht die ganzen Schläuche leer, ihr macht den Abwassertank leer logischerweise und den Frischwassertank leer. Da bleibt natürlich immer so ein bisschen Rest auch drin. Die Pumpe muss natürlich trocken liegen, damit sie nicht platzen kann, wenn Frost kommt und so weiter. Ja? Wenn ihr natürlich im Winter vermietet, dann müsst ihr das natürlich, abgesehen davon, ob ihr selber fahrt, dann müsst ihr das natürlich auch machen. Aber wenn ihr vermietet, müsst ihr das jedes Mal erstmal vor der Abreise oder vor der Mietung müsst ihr das vorbereiten. Ne? Insoweit, dass man dann natürlich dafür sorgt, dass die Schläuche voller Wasser sind. Ne? Das ist ja nicht immer sofort der Fall, das muss ja erstmal, die Luft raus und so. Ne? Dass die Mieter sich nicht gleich wundern, was ist denn hier los und gleich in der ersten halben Stunde anrufen. Also ein bisschen Vorbereitung, aber die Nachbereitung ist viel, viel höher, denn ihr müsst ja nach jeder Anmietung, nach jeder Vermietung müsst ihr ja dafür sorgen, dass wieder das komplette Wasser überall rauskommt, weil ihr das Mobil ja wieder wegstellt und es dann wahrscheinlich wieder im Frost steht. Ne?
Unabhängig davon, ob ihr vielleicht irgendwelche Stellplätze habt, die nicht frieren. Das ist natürlich was anderes, ne? Aber die meisten haben ja Stellplätze vielleicht draußen oder aber in irgendwelchen Scheunen, die dann doch durchfrieren. Ja? Und da müsst ihr dann jedes Mal nach dieser Vermietung den kompletten Aufwand machen und alles trockenlegen und das Wasser rausbekommen aus allem Möglichen. Aus dem Boiler, klar, Frostschutz, der hat ja ein Frostschutzventil und so, aber ihr müsst komplett das Wasser aus dem Mobil holen. Ihr müsst jedes Mal neu winterfest machen, sagen wir mal so. Ne? Ist ein gewisser Aufwand, ist ein gewisser Mehraufwand. Ne? So, dann der geringere Mietpreis, den ihr nehmen könnt. Ja? Ich komme nachher auch mal zu einer Kalkulation, wo man das mal in Zahlen sieht. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass man im Winter weniger nehmen kann. Es gibt da vielleicht auch ein bisschen Saison, wie zum Beispiel über Weihnachten, Silvester oder vielleicht im Januar, wenn dann die Ferienwoche noch ist, die erste, wo Leute in Skiurlaub fahren und so. Ja? Da kann man vielleicht gucken, muss man testen, inwieweit man da, ja, wenn man jetzt in Bayern ist oder so, dann ist das natürlich schon so ein Ding, wo Leute dann nach Österreich dann fahren zum Skifahren und so. Ne? Aber da muss man dann testen, was das bringt. Ja? Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, die Wintersaison, November, Dezember, Januar, Februar, gibt es weniger Geld. Und dann muss man natürlich kalkulieren, ob das dann noch Sinn macht, weil der Wertverlust, das Abfahren von Reifen und der Wertverlust vom Mobil, weil die Kilometer gefahren werden, der ist ja gleich. Ja? Und die Belastung durch Frost und den Salz ist ja noch höher. Ja? Und Schmutz und so weiter. Ne? So, auch so ein Thema Schmutz. Ne? Also man sagt natürlich Endreinigung auch von außen und so, aber wenn natürlich Mistwetter draußen ist, ja, dann ist das so eine Sache, weil auf dem Weg zu euch, selbst wenn die Leute in der Waschanlage waren und alles gegeben haben, ist das Mobil natürlich wieder schmutzig. Steht schmutzig vor der Tür, genauso kriegt ihr es nicht richtig hin, es sauber zu übergeben, weil es vielleicht draußen schmutzig ist. Also im Winter ist das alles ein bisschen aufwendiger und ein bisschen spezieller. Ja? Außerdem höherer Gasverbrauch ist zu bedenken, denn das Gas ist ja frei, für den Mieter frei mit drin. Ja? Und wenn der Mieter natürlich im Winter fährt und heizt hier durch, dann kann da schon mal einiges an Gas durchgehen. Ja? Und erstens, die Gaskosten sind zu bedenken, das ist natürlich Minus für euch. Außerdem der gewisse Aufwand, der entsteht, denn wenn das Mobil wiederkommt und da ist die Gasflasche leer oder vielleicht 2 leer, so oder so, dann müsst ihr natürlich los und müsst eine neue Gas oder müsst eine volle besorgen oder 2 oder wie auch immer, ne? Weil der nächste soll ja wieder mit vollen losfahren und gerade im Winter ist es wichtig, dass die auch dementsprechend voll sind und nicht dann zwischendurch das Thema passiert, dass derjenige dann irgendwo das selber machen muss, ja? Weil er einfach auch unerfahren ist und wieder irgendwelche Beschädigungen passieren können und Aufwand und so. Ne? Also auch da mehr Aufwand, mehr Kosten. Dann ist natürlich zu bedenken, die Mehrkosten, die jetzt noch kommen, wenn ihr es nicht selbst nutzt im Winter. Also wenn ihr nicht Eigennutzer seid, kommen auch noch andere Mehrkosten. Solltet ihr selbst im Winter das nutzen und das Mobil sowieso immer angemeldet sein, dann habt ihr diese Mehrkosten hier nicht. Ja? Also Mehrkosten für Leute, die jetzt im Winter nicht nutzen, sind Versicherung, klar. Ja, müsst mehr Versicherung zahlen, ansonsten wird das Mobil ja saisonal angemeldet sein und Steuern genauso. Ja? Winterreifen oder Allwetterreifen braucht ihr dann plötzlich, wenn ihr Wintersaison rausgebt. Ich habe ja Allwetterreifen, habe ich ein Video zugemacht. Da sieht man auch, dass die teilweise besser sind, dass die teilweise im Sommer besser sind wie Sommerreifen und im Winter besser sind wie Winterreifen in verschiedenen Situationen. Ja? Insgesamt sind Allwetterreifen gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Ich persönlich habe umgestellt auf Allwetterreifen, mein Mobil ist auch im Winter fahrbar. Achtet da auf dieses Schneeflockensymbol, dass die auch erlaubt sind. Und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Außerdem packe ich natürlich immer Schneeketten dazu, damit man auch, wenn man mal wirklich da in eine Spezialsituation kommt, da auch trotzdem noch wintertechnisch ordentlich vorankommt. Aber das ist natürlich eine Sache, wo ihr investieren müsst, die sind nicht so günstig. Und wenn man selber im Winter gar nicht fährt, dann ist das natürlich eine Sache, da muss man wieder reinkommen, so eine Investition. Ne? Ja, ich habe ein Video zugemacht, schaut euch das näher an. Ob Allwetter oder Winter ist dann so eine Sache und auch so eine Sache ist natürlich das Umziehen. Also Allwetterreifen war für mich auch so ein bisschen Hintergrundgedanke, dass man das nicht umziehen muss. Wenn man Sommer und Winter hat, umziehen lassen ist immer ein gewisser Aufwand, muss irgendwo hinfahren, das kostet Geld. Selber machen ist schwierig beim Wohnmobil. Ne? Ja. Und Winterausstattung. Habe ich auch ein Video zugemacht, was man speziell dabei haben sollte, was ich speziell immer reinlade, wenn die Wintersaison startet. Ne? Damit ich da gewappnet bin für spezielle Situationen, die im Winter ganz einfach auftreten. Schnee, Glätte,
Schneeketten und so weiter, Wärmeschutz, alles. Schaut euch das Video an, da seht ihr noch, was ich da so mir rausgesucht habe, was ich da so empfehle. Da könnt ihr auch schauen, was das kostet und was man da investieren müsste nochmal. Es geht ja jetzt darum, auch zu entscheiden, mache ich Winter oder nicht, was kostet mich denn die Wintergeschichte, wenn ich die aktiviere. Ja? Ich habe es mal kalkuliert. Ich blende das auch ein, also ihr seht ja hier 129 € die Nacht habe ich jetzt mal angenommen. Das ist natürlich teilweise auch mehr möglich im Sommer, aber wir wollen es mal jetzt realistisch halten. Einfach 129 € die Nacht im Sommer und 99 € im Winter die Nacht. Wobei ich sagen muss, 99 €, das ist wahrscheinlich schon am oberen Ende, was möglich ist. Also ich glaube, das ist auch oft weniger, was da gehen kann. Also vielleicht 89 oder so. Aber wir schauen uns jetzt die Zahlen mal in der Variante an. Ne? So, dann wären das jetzt hier, klar, ihr seht Versicherungskosten, habe ich auch alles teilweise mal ein bisschen gerundet, ne, wenn es nah dran war. Das ist jetzt abgerundet. Provision und dann seht ihr auch, was übrig bleibt. Ne? Und dann seht ihr auch, was bei 6 Nächten übrig bleiben würde, wenn ihr eine Woche rausgebt. Ne? Und 480 € ist okay, ist so ein Standardwert im Sommer auch. Ne? Aber 360 € für eine Woche mobil unterwegs, das ist schon wieder, ne, muss man sich überlegen. Die 360 € sind ja nicht der Gewinn, das ist ja nur die Auszahlung an euch. Und wenn ihr jetzt wirklich im Winter vielleicht nicht selbst das nutzt und normalerweise nicht aktiviert hättet, dann müsst ihr euch das auch erstmal gegenrechnen. Die ganzen Ausgaben, die wir eben uns angeschaut haben, der Wertverlust, der dazu kommt, das Gas, was wahrscheinlich verbraucht wird und da bleibt von den 360 € dann vielleicht auch nicht mehr so viel übrig. Ja, und dann muss man sich überlegen und der Mehraufwand auch bei Vorrüstung, Nachrüstung, Trockenlegen und alles, muss man sich überlegen. Ne? Also meine persönliche Meinung dazu, um das für euch zusammenzufassen, ist, wer sowieso im Winter fährt und sein Mobil im Winter angemeldet hat und winterfertig macht und winterfertig hat, Winterausstattung hat und Winterreifen hat oder Allwetterreifen, für den kann es eventuell passen. Ne? Das muss die Person dann selbst entscheiden, inwieweit das für ihn ein Umstand ist, ein Aufwand ist, wie der Ablauf ist und ob es trotzdem passt. Finanziell kann es dann passen. Ne? Ist sicher nicht für jeden, aber es kann gehen. Empfehlen würde ich es nicht, wenn ihr im Winter normalerweise das Mobil wegstellt und abmeldet. Dann würde ich es eigentlich absolut nicht empfehlen. Die Zusatzkosten, die ihr habt für die Aktivierung im Winter, die sind viel zu hoch. Der Wertverlust ist auch da, Gasverbrauch, das passt dann finanziell auch nicht. Und da empfehle ich eigentlich eher, das zu lassen, weil es vielleicht wirtschaftlich dann nicht so richtig funktioniert. Ja, auch Mobile im Wiederverkauf und so, das ist alles so eine Sache, wo dann geschaut wird, war der saisonal angemeldet oder war der auch im Winter angemeldet? Stand der im Winter draußen? Und wie auch immer, solche Sachen, die wirken auch potenziell auf einen Wiederverkauf sich aus und das kann auch nachteilig sein. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen da ein bisschen weiterhelfen bei seiner Überlegung, bei seiner Kalkulation, ob ihr jetzt schon dabei seid oder nicht oder es plant, ob der Winter für euch Sinn macht oder nicht, und was ihr da erwarten könnt oder vielleicht auch nicht erwarten könnt an Einnahmen. Ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, ist immer ganz schön. Schaut euch gern die weiteren Videos an, da gibt es viel zum Thema Vermietung, allerdings auch Tipps und Tricks rund ums Wohnmobil verreisen, Wohnwagen verreisen, Campen an sich. Bis bald, ciao, ciao, habt eine schöne Zeit.